In Römer 8 spricht Paulus über den Sinn des Geistes und den Sinn des Fleisches. Das Wort Sinn, Nous, das ist der Sitz meiner Gedanken, das, was mich beschäftigt, das, was ich überlege, das, was meine Gedankenwelt beschäftigt, das ist der Sinn. Und wenn meine Gedanken gesetzt auf mich selbst alleine, das, was ich will, das, was ich fühle, das, was ich denke, dann werde ich, gemäß Römer 8, Gott nicht gefallen können. Der Sinn des Geistes ist eine Feindschaft, der Sinn des Fleisches ist eine Feindschaft gegen Gott. Wie wir in der letzten Einheit gesehen haben, wenn wir dem Geist nachwandern, werden wir die Lüste des Fleisches nicht erfüllen. Und Paulus sagt auch da in Galater 5, dass das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, sodass wir nicht die Dinge tun, die wir tun wollen. Ich als wiedergeborener Mensch, ich möchte den Willen Gottes tun, aber wenn ich konzentriert bin auf mich und mein Vermögen und das, was ich vollbringen kann, dann werde ich immer wieder erleben, dass es eine Niederlage gibt. Und wenn ich darauf sinne, wenn ich darauf denke, wie kann ich meine Gedanken prägen, sodass sie lernen, geistlich empfindsam zu sein? Wie kann ich meine Gedankenwelt beeinflussen? Durch das Wort Gottes. Durch das Wort Gottes. Ich esse das Wort, ich trinke von dem Wort. Das Wort ist für mich ein Wasserbad. Das Wort für mich ist Brot. Das Wort für mich ist das Leben. Und in dem Wort, ich lese die Bibel, nicht einfach so mehr Bibelkenntnisse zu haben generell, sondern ich lese die Bibel, um meinen Sinn zu erneuern. Später in dem Römerbrief wird Paulus uns sagen, wir werden verwandelt durch die Erneuerung des Denkens. Ich erneuere mein Denken. Ich lerne zu denken, gottgemäß, Gott wohlgefällig zu denken, indem ich sein Wort in mich aufnehme, und dann prägt das meinen inneren Menschen, sodass ich genau dieselbe Dinge will, die Gott will. Wenn das geschieht, dann werde ich gestärkt in meinem Geist und mein Fleisch wird nicht überwinden können. Es ist nicht, dass ich kämpfe gegen mein Fleisch. Das bringt nichts. Das ist dasselbe, wenn du versuchst, dich selbst zu kreuzigen. Das kannst du nicht machen. Du kannst eine Hand hochkriegen. Du kannst aber die andere nicht machen. Du kannst dich selbst nicht kreuzigen und du kannst auch dich selbst nicht untertun und sagen, Fleisch, du wirst nichts mehr zu sagen haben, sondern wiederum die Konzentration ist darauf, den Geist zu erstärken. Und wie wird der Geist gestärkt werden? Wie wird dieser neue Mensch in mir gestärkt werden? Durch das wunderbare Wort Gottes. Und das kann ich kann das Wort lesen, ich kann das Wort singen. Ich glaube, in unserer Zeit brauchen wir mehr Lieder, die wirklich das Evangelium verkündigen, das Wort Gottes. Und wir singen das Wort und wir predigen das Wort und wir beten das Wort.
Das Wort Gottes ist uns gegeben worden, um uns zu stärken. Ich konnte mich nie identifizieren mit Christen, die unter Verdammnis waren, weil sie nicht genug in dem Wort gelesen haben. Das Wort ist nicht für Gott, das Wort ist für dich. Du liest die Bibel nicht, um Gott zu beeindrucken, nicht um Gott ein Kompliment zu machen oder Gott zu schmeicheln, sondern du liest die Bibel, um herauszufinden, was Gott denkt, und das willst du auch denken. Du liest die Bibel, damit dein Leben erfüllt wird mit dem Wort Gottes, weil durch das Wort kommt der Glaube. Und der Glaube ist das, was uns befähigt, siegreich zu leben. Erfülle. Ich kann das nicht überbetonen. Ich kann das nicht übertreiben. Erfülle dein Leben mit dem guten Wort Gottes, mit dem Christus-zentrierten Wort Gottes. Jesus sagte, ich bin in dem Wort zu begegnen. Darum geht es. Die Bibel ist, um Jesus Christus zu offenbaren. Durch das Wort Gottes bekomme ich Kraft, sodass ich Christus gemäß leben kann. So werde ich nicht die Lüste des Fleisches, sondern die gute Begierde des Geistes erfüllen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht gute Nachricht?